Ey, Wolle, die Leute haben sich gewünscht, dass wir noch eine Folge über die 10 am wenigsten gedrückten Knopfdrücker machen. Hast du da irgendwie Zeit? Ja, Zeit hätte ich schon, aber im Moment ist halt auch bei mir genug voll. Kann das nicht Svenno machen? Ja, der ist im Urlaub. Ja, toll, immer wenn was Besonderes ist, ist der im Urlaub, ne? Oh. Moin Leute, willkommen im Wunderland. Ach nee, ich bin gar nicht im Wunderland, ich bin nämlich im Urlaub und deshalb wird Wolle euch heute durch die Anlage führen und euch die 10 am seltensten gedrückten Knopfdrücker zeigen. Danke schon mal an Wolle dafür. Ich werde mich daher revanchieren und diesmal die Zahlen vorlesen, damit er das nicht machen muss. Auf geht's. Viele von euch haben in den Kommentaren ja auch gefragt, wie wir Knopfdrücker zählen, die kaputt sind. Eigentlich gar nicht. Das kann man hier sehr schön sehen. Der Knopf ist gar nicht mehr drin und wurde voriges Jahr ganze 7 Mal gedrückt und ist damit auf Platz -3 oder irgend sowas. Also der ist halt kaputt. So, das ist unser Wetterballon, einer der wenigsten gedrückten Aktionen im Wunderland, ist auf Platz 10 gelandet. Wenn man da drauf drückt, fährt ein kleines Auto im Kreis rum. Und wenn es dann am Wetterballon vorbei ist, geht der Ballon hoch. Ist 2005 in Betrieb gegangen und wurde letztes Jahr 77.604 Mal gedrückt. So, das ist hier die Schattenkatze der Knopfdrücker. Ist auf Platz 9 gelandet mit 74.074 Mal. Und das Kuriose dabei ist, es ist wie eine optische Täuschung. Es funktioniert auch wieder nur nachts, wird dann angeleuchtet und an der Wand hier hinten kann man dann so eine Art Katze erkennen. Deswegen Schattenkatze. Wir sind hier am Flughafen, am Knopfdrücker Sprayer. Der ist auf Platz 8 gelandet und hat 63.313 Knopfdruckaktionen gehabt voriges Jahr. So, wir sind jetzt hier in Österreich an der Standseilbahn, ist auf Platz 7 gelandet und hat 61.508 Auslösungen gehabt voriges Jahr. Die Standseilbahn wurde voriges Jahr einmal komplett überarbeitet, weil alles verschlissen war. Ich musste auch die ganzen Gleise einmal mit austauschen. Das war schon eine Herausforderung, weil die schon ewig alt sind. So, wir sind jetzt hier am Knopfdrücker Freizeitpark. Der ist auf Platz 6 gelandet mit 56.076 Auslösern im Jahr. Und das Schöne ist, hier ist alles in Miniatur gebaut. Also im Miniatur-Wunderland nochmal in Miniatur. Das sieht sehr schön aus. So, wir sind jetzt hier im Hamburg-Abschnitt und zwar an der Tagesschau. Und der Knopfdrücker ist auf Platz 5, ist 45.951 Mal. Voriges Jahr gedrückt worden. Der Hintergrund dabei ist, warum das so wenig passiert. Der Beitrag dauert mindestens 6 Minuten. Der wurde in ARD-Studio tatsächlich einmal komplett aufgenommen. Das war 2015 das erste Mal und wurde voriges Jahr einmal komplett überarbeitet. Und wenn man hier mal reinschaut, ist das ziemlich aufwendig gearbeitet worden. Und man sieht auch dort hinten die Bilder, die einzelnen in den großen Monitor mit umschalten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wir sind jetzt hier in Italien am Knopfdrücker Stromausfall. Der ist auf Platz 4 gelandet mit 43.399 Knopfdruckaktionen. Und was soll ich euch sagen? Ich arbeite hier schon über 24 Jahre
Und den kannte ich noch gar nicht. So, und ein Grund dafür, warum der so wenig gedrückt wird, das ist auch ein typischer Knopfdruck, der nur nachts funktioniert. Und dann kann man sich ja ausrechnen, alle 15 Minuten wird es bei uns dunkel für 5 Minuten, dass der dann halt sowieso auch weniger gedrückt wird als alle anderen auf der Anlage. Wir sind jetzt hier in Österreich, einer der ältesten Abschnitte von den dreien, die wir am Anfang mal geöffnet haben. So lange ist auch diese Knopfdruckaktion dabei, ist aber auch auf eine der wenigsten gedrückten Knopfdruckaktionen im Wunderland, nämlich 18.940 Mal im Jahr. Das ist auf Platz 3 gelandet und die Gewitterwolke, die man hier oben sieht, die ist erst vor 10 Jahren dazugekommen. Der Knopfdrücker Schloss Aragonese ist auf Platz 2 gelandet mit 18.806 Knopfdrückern im Jahr. Das hat aber den Grund, warum der so wenig gedrückt wurde. Weil erstens mal ist es ein nachtaktiver Kontakt. Zum Zweiten haben wir hier vorne einen Knopfdrücker, wo man ein Segelboot im See fahren lassen kann. Und wir haben Delfine, die dort im Wasser schwimmen. Und die Delfine sind ja unsere beliebtesten Knopfdrücker. Dann kommt hier noch das Schiff dazu, was man noch mit dem Joystick bewegen kann. Und da sind die Gäste wahrscheinlich so abgelenkt, dass man das Schloss gar nicht mehr drückt in dem Moment. So, hier sind wir jetzt in Hamburg am Feuerwerk. Und dadurch, dass das nur nachts gedrückt werden kann, werden das wahrscheinlich die wenigsten von euch finden. Und deswegen ist der auf Platz 1 gelandet, der am wenigsten gedrückten Knopfdruckaktionen mit sage und schreibe 8.228 Auslösungen im Jahr. Das ist relativ wenig. Also das nächste Mal ein bisschen gucken, wo im Dunkeln noch Knöpfe grün sind. So, wir sind jetzt hier in Knuffing am Windpark. Bisher haben wir euch ja gezeigt, wie oft die Knopfdrücker im Jahr gedrückt werden. Und der Knopfdrücker hier beim Windpark, der wurde insgesamt am wenigsten gedrückt. Ist ja auch logisch, weil der wurde vorher ja erst eingebaut und damit 87.462 Mal gedrückt. Wenn euch die Liste jetzt, die wir euch gezeigt haben, mit den wenigsten und meistgedrückten Knopfdruckaktionen im Wunderland nicht so gefallen haben, dann kommt einfach her und drückt wie die Weltmeister. Dann haben wir das dieses Jahr geändert. Hast du nicht? Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten Mal im Wunderland. Tschüss. Ich hab den Stuhl schon weg, echt.